Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Martina Grohr und im heutigen Video geht es um die Zeitqualität Juni 2023 aus astrologischer Sicht. Ja, worum geht es im Juni? Schauen wir uns einmal die rückläufigen Planeten an. Saturn und Neptun werden rückläufig. Saturn am 18.06. bis hinein in den November. Er wird bereits am 17.06. stationär. Das bedeutet, er dreht dann um und verändert die Richtung in die Rückläufigkeit. Wenn Saturn rückläufig wird, geht es darum, wieder mehr nach innen zu schauen, konkret zu schauen, worum geht es, was sind meine Maßstäbe, wo kann ich Ballast abwerfen, wo bin ich noch nicht in der Manifestation. Im Fische gesehen bedeutet es schon, dass wir uns noch einmal hinterfragen dürfen, habe ich meine Träume schon verwirklicht? Wo stehe ich mit meinen Visionen? Wie geht es mir mit meiner spirituellen Ebene? Bin ich im Flow? Lasse ich mich führen? Habe ich schon mein Urvertrauen gewonnen? Oder kämpfe ich noch immer gegen Grenzen an oder gegen Themen an, die im Grunde genommen auf meinem Lebensplan stehen? Neptun wird am 3.7. Rückläufig bis hinein in den Dezember. Auch Neptun wird stationär am 30.06. und verändert an diesem Tag die Richtung. Er befindet sich ebenfalls in Fische und da geht es ganz, ganz stark parallel gesehen auch zum Saturn um unsere Themen des Urvertrauens. Wo kann ich noch nicht allein sein? Wo habe ich noch nicht das Urvertrauen, dass ich meine Dinge auch schaffe, indem ich meiner Intuition folge? Wo kann ich mich noch mehr in meine spirituelle Ebene begeben? Es geht auf der anderen Seite auch nochmal um die Rückschau, um die Innenschau. Wo täusche ich mich noch? Wo täusche ich andere noch? Und wo habe ich mich täuschen lassen? Das heißt, über diesen ganzen Sommer bis hinein in den November, Dezember geht es noch einmal um eine ganz, ganz spirituelle Innenschau unseres eigenen tiefsten Innersten. Das ist ganz ein wichtiger Punkt, wo wir auch lernen, wieder ein Stück weit allein zu sein, alleins zu sein, uns rückzuverbinden und zu wissen, wir sind behütet. Es kommt alles gut, wie es ist, auch wenn es im Moment etwas turbulent im Außen zugeht. Zeichenwechsel. 3 Planeten wechseln im Juni das Zeichen: Venus, Pluto, Sonne. Venus am 6.6. geht in Löwe. In der Phase ist sie noch eine Waage-Venus, eben ein Abendstern, eine Beziehungs-Venus. Sie bleibt bis 9.10. in Löwe und wechselt zur Stier-Venus am 13.8. Und da geht sie genau auch eine Konjunktion mit der Sonne ein. Was bedeutet es? Eine Waage-Venus hat immer mit Beziehungen zu tun, eine Stier-Venus mit unseren Werten, mit unserem Selbstwert, mit unserem Platz, mit unserer Abgrenzungsfähigkeit. Das heißt, gerade die erste Zeit, wenn die Venus in den Löwe geht, geht es ganz stark darum, das Leben wieder in vollen Zügen zu genießen, auch das Schöne zu sehen, uns auch zu verbinden mit anderen Menschen, uns auch ein Stück weit wieder zu erfreuen an der Verbindung mit anderen Menschen, aber auch uns zu hinterfragen, wer bin ich? Ja, wer bin ich in Bezug zu anderen Menschen, in Beziehungen, in Verbindungen, in Partnerschaften und in allen anderen Verbindungen? Es geht darum, ein Stück weit dieses Selbstverständnis zu finden, wer bin ich innerhalb einer Beziehung und wer bin ich außerhalb einer Beziehung. Wenn sie dann in den Stier wechselt, die Venus, am 13. August mit einer Konjunktion zur Sonne, die dann ja ebenfalls schon in Löwe ist, dann geht es ganz stark um den eigenen Wert zu erkennen, zu sehen, wo stehe ich jetzt in einer Verbindung, wie geht es mir in einer Verbindung, kann ich selber bleiben, folge ich meinen eigenen Werten. Die Venus ist dann auch noch rückläufig zwischen 23.07. und 4.09. Da geht es wirklich darum, den eigenen Werten noch einmal zu folgen, den eigenen Platz im Leben zu finden und auch immer in Bezug auf Beziehungen. Ganz starke Beziehungsthemen werden diesen Sommer hochkommen und es geht wirklich ums sich finden in einer Beziehung oder sich auch nicht zu finden. Wie geht es mir in einer Beziehung? Kann ich selber bleiben oder gebe ich meine Werte auf, meine Notwendigkeiten, meine Wichtigkeiten? Das wird ein großes Thema über den Sommer sein. Und wenn wir es schaffen, wirklich bei uns zu bleiben, dann können ganz, ganz schöne Verbindungen dadurch entstehen.
Zeitgleich ist auch Pluto rückläufig in Steinbock. 11.06. Ist er definitiv rückläufig. Er ist bereits seit Mitte April stationär in Wassermann. Wir wissen mittlerweile, stationär bedeutet, er verändert die Richtung. Pluto braucht natürlich länger für die Richtungsänderung, weil er ein sehr langsamer Langsamläufer ist im Vergleich zu anderen Planeten. Ja, wenn Pluto rückläufig ist in Steinbock, gehen wir noch einmal zurück zu unseren alten Themen. Er wird rückläufig ab 12.10. bis 21.01., wo er dann wieder in den Wassermann geht, wo wir ihn ja bereits seit 23.03. am 23.03. Gehabt haben. Er führt uns, Pluto in Steinbock führt uns noch einmal an unsere alten Themen zurück. Das bedeutet, unsere alten Muster werden noch einmal hinterfragt. Es könnte noch einmal einiges aufblocken für die Transformation. Das heißt, zeitlich haben wir ja diese Verbindungsthematik mit der Venus in Löwe. Alte Beziehungsmuster können noch einmal hochkommen, endlich etwas loszulassen, Beziehungen eventuell loszulassen, sie zu transformieren oder uns endlich sogar in neue Beziehungen zu verbinden, sich wirklich auf jemand Neuen einzulassen. Im Grunde ist es immer wichtig, bei sich selbst zu bleiben, sich miteinander zu transformieren und nicht für jemand anderen. Das ist immer der ganz, ganz wichtige Punkt. Am 21.06. geht Sonne in Krebs, das heißt, es geht dann sehr stark wieder um Gefühle, um das Krebshafte, Sensitive, was uns natürlich für diese Beziehungsthematiken dann auch sehr helfen kann, weil wir dann doch auch sehr viel erspüren, wer sind wir, was macht uns aus, was macht den anderen aus. Also die Herzöffnung ist da auch sehr schön im Feld und da können wirklich über den Sommer die Beziehungsthematiken ins Reine gebracht werden. Da geht es viel, 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 viel um Transformation und um seelische Reinigung. Dann haben wir dazu passend schön auch Venus Opposition Pluto. Wir wissen, Venus ist über den Sommer ein wichtiger Planet, Pluto detto, weil er rückläufig ist, bis er dann wieder in die Direktläufigkeit geht. Eine vage Venus hat immer etwas mit Beziehungen zu tun und sie steht in diesem Zeitraum von 4. bis 7. Juni in Opposition zu Pluto. Da ist es schon ganz spannend, weil alte Muster wieder bezüglich Beziehungen und Bindungen hochkommen. Es geht echt ums Loslassen in dieser Zeit von diesen alten Mustern, von diesen alten fixen Vorstellungen, was Beziehung sein kann, von alten Beziehungsmustern. Es geht in die neue Beziehungsthematik, in neue Beziehungen. Wir kreieren gerade neue Formen von Beziehungen. Es geht ums Transformieren, aber auch ums Intensivieren von Verbindungen. Ja, es ist durchaus möglich, dass wir jetzt endlich in Verbindungen gehen, wenn wir uns vorher nicht getraut haben, in Verbindungen zu gehen. 4.6. ist dann Vollmond in dieser Phase der Venus-Opposition Pluto. Da werde ich dann später noch ein bisschen drauf eingehen. 7.6. haben wir dann ganz speziell zu dieser Venus-Pluto-Opposition noch den Mond dazu. Da geht es um die Spannung zwischen Beziehungen, Verbindungen, im Gegensatz zu mir selber treu bleiben, emotional bei mir bleiben und mir selber treu bleiben. Oder wie viel gebe ich von mir noch her, von meiner Authentizität? Wie viel Fremdbestimmung opfere ich noch für eine Beziehung? Ja, also wie viel Autonomie opfere ich noch für eine Beziehung und gehe in die Fremdbestimmung? Also das wird ein großes Thema sein, um diese Zeit zwischen 4. und 7. und auch um diesen Vollmond. Die Spannung wird etwas abgelenkt durch diesen Jupiter, der hier ein sogenanntes Quadrat zu beiden hat, eben zu dieser Venus und zu dieser Mond-Pluto-Konstellation. Das nennt sich, diese Figur nennt sich ein sogenanntes T-Quadrat auf Jupiter, auf Apex. Das hatten wir schon in früheren Videos. Apex ist hier mit dem aufsteigenden Mondknoten. Darum geht es hier um ganz was Wichtiges. Es geht um eine sogenannte Zäsur. Jupiter in Stier sagt uns, es geht um die Weiterentwicklung unserer Werte, unseres Selbstwertes, auch in Verbindungen. Das heißt, die Treue zu uns selbst im Gegensatz zu Beziehungen. Da geht es ganz stark um Entwicklung hin von neuen Beziehungsformen, hin zur
Eigenständigkeit, um bei sich zu bleiben. Manchmal auch Nein zu sagen zu Verbindungen, wo wir uns selbst aufgeben würden. Ein Nein zum anderen ist immer ein Ja zu uns, nämlich in die Treue zu uns selbst. Ja? Pluto ist eben rückläufig in Wassermann, Konjunktion Mond in Wassermann, Venus in Löwe. Die Wassermann-Qualität von Mond und Pluto ist insofern gut, weil wir in diese neue Wassermann-Zeit gehen, wo es wirklich darum geht, unsere Autonomie zu behalten und unsere Selbstbestimmung in Beziehungen zu behalten. Weil dann können liebevolle Herzensbeziehungen entstehen. Das ist so der Weg, den wir über diesen Sommer beschreiten können. Es geht um völliges Loslassen von alten Beziehungsmustern rein ins Unbekannte, in eine neue Art von Verbindung. Entspannung und Ego-Distanz durch die neuen Werte. Das heißt, der Jupiter bringt uns wirklich weg von unserem Ego, von unseren Ego-Spielchen hin in ein neues Wertesystem, in ein neues Selbstverständnis. Und das ist mit der Mondknotenachse, mit dem aufsteigenden Mondknoten eine ganz wichtige Zeit. Von 10. bis 12.06. haben wir den Merkur im Trigon zu Pluto. Pluto natürlich rückläufig. Merkur ist direktläufig, ist ein Zwillingsmerkur, also ein Morgenstern. Und da geht es ganz stark um Kommunikation, um unsere Orientierung, auch um unser Mindset, das ein sehr wichtiger Punkt ist. Es geht um selbstbestimmtes und authentisches Denken. Das heißt, zeitgleich mit diesen Beziehungsthemen können wir da wirklich noch einmal Innenschau halten und sagen, gut, was ist mein Mindset? Wo bin ich auch gedanklich in einer Struktur drinnen, die mich vom selbstbestimmten und authentischen Denken abhalten? Es geht ganz stark auch um direkte und ehrliche Aussprache, um die Wahrheit aufzudecken. Einerseits auf der mundanen Ebene werden sehr viele Dinge auch ans Tageslicht kommen können und in unseren privaten Bereichen geht es darum, wirklich auch klare Aussprache und auch liebevolle, aber doch sehr klare, direkte Aussprache zu leben. Und das ist jetzt gerade in diesen neuen Beziehungsthemen sehr, sehr wichtig, dass wir klar sagen, worum geht es uns wirklich. Unser Mindset dadurch transformieren, das heißt auch uns erlauben, in Beziehungen mehr Dinge zur Sprache bringen. Das ist so die Neuausrichtung in diese Verbindung in der neuen Zeit. 11. bis 26.06. Da haben wir Jupiter-Konjunktion aufsteigender Mondknoten, wie wir vorhin schon bemerkt haben. Sextil zum Saturn. Und Saturn in Fische, Jupiter in Stier. Da geht es einerseits um diese Saturn in Fische-Qualität, wo wir noch einmal schauen, in diese Rückbesinnung, was macht uns aus, sind wir schon im Urvertrauen und können wir schon unserem Jupiter in Stier neuen Werten vertrauen. Ja, also das wird eine schöne Zeit sein, wo wir uns auf das Neue einzulassen trauen. Es geht aber immer um das richtige Maß, das heißt nie über den Tellerrand schießen, sondern wirklich nur schauen, über den Tellerrand schauen, uns informieren, uns orientieren und auch Stücke weit zu entwickeln, aber immer im gewissen normalen Normmaß, wo wir sagen, dass es nicht zu schnell und zu viel wird. Die Regulierung dieses T-Quadrats, das wir vorhin schon gesprochen haben, das ist praktisch eine Zusatzhilfe für den Jupiter, dass der Saturn dann das richtige Maß regelt und sagt, vertraue deiner inneren Stimme und folge deinen neuen Werten. Zwischen 23. und 29.06. haben wir ein Mars-Quadrat Uranus, das sich hier befindet. Hier haben wir Mars in Löwe, Uranus in Stier. Ein Quadrat ist immer ein Arbeitsaspekt, das heißt, da dürfen wir uns etwas erarbeiten. Das Quadrat wird exakt am 26.06. Und da kann es etwas unruhig werden. Es ist wichtig, dass wir hier auf keinen Fall etwas auf Biegen und Brechen machen, sondern wirklich bedacht und absolut nicht voreilig, also ganz, ganz wichtig, dass wir nicht voreilig entscheiden, sondern ganz bewusst neue Wege gehen. Wir wissen, wir haben Merkur, Pluto auch schon dabei im Paket und da geht es um unser neues Mindset und wichtig ist wirklich, einen klaren Kopf zu behalten, einen
ein selbstbestimmtes Denken zu behalten und aufgrund dessen dann neue Wege zu beschreiten. Weil wenn wir jetzt irgendwie voreilige Handlungen setzen, könnte es sein, dass wir das nachher vielleicht auch bereuen. Und handeln nach den eigenen Werten. Uranus in Stier. Etwa zeitgleich haben wir auch Mars, der sich ja daher im Löwe befindet, mit einem Trigon zu Chiron. Chiron steht im Widder. Da könnten wir in unseren Entscheidungen doch etwas mutiger sein, weil wir noch ein bisschen mit unseren alten Wunden konfrontiert werden können, die da heißt Angst vor Neubeginn. Also wirklich ganz, ganz mutige Entscheidungen treffen, konkret überlegen mit Merkur, Pluto und auch dann mit Mars Quadrat Uranus sich trauen, neue Wege zu gehen, neue Wege zu beschreiten. Vollmond in Schütze am 4.6., Häuserachse 6 und 12. Wir sehen hier Vollmond in Schütze, Opposition zur Sonne. Wir haben einen Aszendent Zwillinge. Da geht es ganz stark um das Mindset, um die Kommunikation, um die Orientierung. Ihr seht, es geht das ganze Monat eigentlich sehr, sehr klar um dieses Mindset, um diese neuen Werte. Es wiederholen sich die Themen. Merkur in Zwillinge im 12. Haus, in Stier, steht in Konjunktion zu Uranus. Und da ist es auch ganz schön, dass wir die Dinge vielleicht auch einmal von einer höheren Warte betrachten. Mond, Trigon, Mars ist auch ein Punkt, wo wir uns trauen, auch nach unseren eigenen Gefühlen zu handeln, das Leben zu genießen. Das ist so dieser Punkt, wo wir sagen, es geht ums Unterwegssein, es geht um die Lebenslust, über den Tellerrand schauen, es geht um wertfreies Denken, Metaebene, Merkur, Uranus und unternehmungslustig zu sein und erlebnisreich eine lebensreiche und lustige Zeit zu erleben. Und immer in dieser Überlegung, was ist mir wichtig, was ist gut für mich, und immer mit der Überlegung, was folgt meiner inneren Stimme. Neumond in Zwillinge am 18.06. Im 12. Haus. Hier haben wir diese sogenannte Synode, Mond-Sonne-Konjunktion in Zwillinge im 12. Haus mit einem Aszendent Krebs. Da geht es wieder sehr ums Fühlen, um das Erfüllen des eigenen Wesens, um die eigenen Bedürfnisse. Bei Neumond beginnt wieder etwas, das heißt Neumond Quadrat Neptun im 10. Haus. Da geht es wirklich darum, uns selber zu spüren, Selbstwahrnehmung. Es geht um die Innenschau und den Rückzug, um letztendlich mit Neptun in 10 unsere Maske abzulegen und der Welt zu zeigen, wer wir wirklich sind, im vollsten Vertrauen, dass es gut ist, wie wir sind. Auf die eigene Stimme hören lernen wird wieder ein großer Punkt sein und spirituelles Bewusstsein entwickeln. Also die Spiritualität wird eine große Rolle spielen über den gesamten Sommer und bereitet uns somit im Juni mit diesem Neumond schon ein Stück weit vor. So, das war es für Juni 2023. Die wichtigsten Konstellationen. Wir werden schöne Venus-Themen haben, Beziehungsthemen, viele Loslassthemen wieder, aber der große Impuls geht in die Leichtigkeit, in dieses Neue. Und wenn wir mutig sind und sagen, jetzt mache ich den nächsten Schritt nach vorne, dann wird es ein sehr, sehr schöner, feiner Monat werden. Ja, ich wünsche euch alles Liebe und genießt den Juni und ich freue mich auf ein Wiedersehen im nächsten Video. Kosmische Grüße und auf Wiedersehen.